Hallo Freunde, willkommen im Jahr 4 des Weinschnitts. In diesem Video zeige ich euch als erstes die Planung von 4 Jahren Weinschnitt, als zweites das Ausbrechen der Frühlingstriebe, als drittes Ausschnitte aus dem Sommerschnitt. Dann zeige ich euch auf jeden Fall noch unsere Ergebnisse von unserer illegalen Weinzucht, dann den Besuch auf einem echten Weinberg. Da gibt es ein komplettes Video dazu, das könnt ihr euch auch gerne anschauen, und natürlich den diesjährigen Weinschnitt. Viel Spaß, los geht's! Weinschnitt ist Planung über viele Jahre. Schaut euch also gerne die bisherigen Videos an, um besser zu verstehen, wie ich die verwachsene Hausrebe korrigiere. Die Links sind in der Beschreibung. Erster Schnitt, erster Austrieb. Man lernt, wie die Pflanze aufs Schneiden reagiert. Zweites Jahr, Mut zur Lücke. Und das wurde abgeschnitten im Vergleich zum ersten Jahr. Austrieb drittes Jahr. Der Schiefwuchs wurde korrigiert und das Rote wurde abgeschnitten im Vergleich zum zweiten Jahr. Und das Violette kam dann in Jahr 3 dazu. In Jahr 4 gehen wir noch etwas weiter. Der hier hat ganz unten getrieben, die brechen wir aus, hier unten soll nichts wachsen. Hier kommt die nächste Sache, wo was rausgetrieben hat, das soll auch nichts wachsen. Hier ist unsere Etage, die wir angelegt haben, das ist sehr schön. Hier haben 2 ausgetrieben, das heißt, der wird wahrscheinlich der Fruchttrieb fürs neue Jahr und das wird der Fruchttrieb, der jetzt in diesem Jahr tragen wird. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir von hier neue Triebe abzweigen und die nach links führen und hier vorne diesen gesamten Ast irgendwann abtrennen können, sodass wir nur noch vom Stamm ausgehen. Und hier, wo wir den Trieb gelassen haben, sind auch 4 Austriebe, hier ebenfalls, hier auch. Also das wird eine sehr gute Sache dieses Jahr, denke ich. Und diese 6 Reben haben natürlich auch schon ausgetrieben und sind auch schon wesentlich weiter. Und wir werden einfach mal schauen, wie sich das jetzt über das Jahr hin entwickelt. Im Oktober steckte ich die Kerne von Supermarktweintrauben in die Erde und das Pflänzchen, was zögerlich keimte, entpuppte sich als eine Himbeere. Im September 2020 steckte ich Kerne von unserer eigenen Ernte in den Blumenkasten. Ich mache immer 2 in jedes Loch. Was leider gar nichts brachte. Im Winter ließ ich trockene Kerne vorkeimen. Es tat sich über Wochen nichts. Und dann ließ ich sie kurz im Kühlschrank und sie begannen zu keimen. Und bereits nach 4 Tagen kann man die ersten Pflänzchen erkennen. Doch auch sie überlebten die ersten Wochen nicht. Damit beendete ich das Experiment als gescheitert. Der kälteste Platz ist natürlich im Schlafzimmer. Doch dann kamen Mitte Januar plötzlich kleine Knospen und sogar erste Triebe. Doch das ist ein Problem. Ich kann den Wein nämlich noch nicht auspflanzen. Also muss er runter in den Keller. Im Keller trieb er viele Wurzeln, doch als ich ihn im April wieder ans Tageslicht holte, waren die meisten Weintriebe tot. Bis auf einen Trieb hat aus diesem Topf keiner den Winter überlebt. So sehen jetzt die Reben aus, die ich im Garten in die Erde gesteckt habe. Auch die minus 15 Grad diesen Winter. Aber die haben es irgendwie überlebt. Nur, hier sind keine Wurzeln dran. Also wenn man das hier rausnimmt, die sind zwar grün und alles. Und hier sind auch Blätter und alles dran. Aber die sind halt komplett wurzellos. Ich habe sie jetzt hier nur in die Erde gelegt und feucht gehalten. So, das ist jetzt unser kleiner Experimentwein hier. Den habe ich einfach mal hier ein bisschen in die Erde gelegt, ein bisschen feucht gehalten übers Jahr. Und er hat getrieben. Hat auch Wurzeln getrieben hier unten. Ja, also ist alles gewachsen. Aber das war jetzt alles nur ein Experiment. Den lasse ich natürlich nicht weiter wachsen. Ich wollte bloß mal wissen, ob es funktioniert. Aber ist eh egal, denn das hier ist alles nicht erlaubt. Jep, so habe ich auch geguckt. Da ist unten drunter sozusagen die Amerikanerrebe. Die kommt mit der Reblaus klar und kann damit umgehen, und obendrauf ist die Europäerrebe. Rebe ohne Unterlage. Das ist in Deutschland nicht zugelassen, sondern man muss wirklich Pfropfreben kaufen. Im Sommer durfte ich in einem echten Weingut viel über Weinschnitt erfahren.
Ob Winzer, Önologe oder Weinbautechniker, Berufe im Weinanbau sind vielfältiger, als ich dachte. Den Link zum kompletten Video findet ihr in der Videobeschreibung. Die Gesetzeslage ist nicht ganz so eindeutig, aber macht es einfach nicht, okay? Daher müssen wir die Experimentreben im nächsten Frühling wohl vernichten. Bestärkt von meinem Besuch auf dem Weinberg ging ich also den Sommerschnitt an. Schon am zweiten Auge des Triebes vom letzten Jahr kam ein Neutrieb heraus, der schon Gescheine ausgebildet hat. Und am ersten Auge kam auch ein Neutrieb heraus, der am vierten Auge Früchte angesetzt hat. Und das nicht mal wenig. Die 6 Reben hier sind wirklich arg gewuchert. Was mache ich denn jetzt damit? Eine Woche später, jetzt muss ich wirklich langsam mal eingreifen, denn so geht es natürlich nicht. Was wird beim Sommerschnitt gemacht? Die hängenden Triebe werden waagerecht gelegt. Man kann sie, wenn sie aus einem waagerechten Ast herauswachsen, auch senkrecht nach oben anbinden. Im Weinbau nennt man das Heften. Die langen Triebe werden 2 Augen nach den letzten Früchten abgeschnitten. Zu schwache Triebe werden ausgebrochen. Die können alle ausgebrochen werden, damit die Pflanze mehr Kraft in die Früchte stecken kann. Und ich habe jetzt gelernt, dass man sowas hier, also diese Triebe hier, wohl als Schnabeltriebe bezeichnet und dass daraus dann neuer Austrieb erfolgt, wenn der hier abbrechen sollte. Das heißt, wenn man nicht will, dass die weiter wachsen, müssen die natürlich dann auch ausgebrochen werden. Aber immer erst ein Stück hinter der letzten Blüte, damit die noch gut geschützt sind vor zu heißer Sonne am Anfang. Wenn die Trauben dann ein bisschen größer sind, kann man dann auch die Blätter teilweise rausnehmen, damit die mehr Sonne kriegen. Diese Ersatzseitentriebe bilden sich in den Blattachseln. Da wir hier keinen richtigen Weinbau betreiben, geht es mir natürlich auch noch darum, dass hier nicht Feuchtigkeit sich zu lange sammeln kann, kein Mehltau entstehen kann und vor allem auch keine Schädlinge ihren Platz finden. Das heißt, solche beschädigten Blätter nehme ich natürlich an der Stelle auch raus. Die müssen wir dann natürlich auch noch anbinden, ist ja klar. Im klassischen Weinbau würde man viel mehr Triebe wegnehmen, aber hier hat unsere Pflanze jetzt schon Blüten angesetzt und wir möchten diese Trauben natürlich auch ernten. Und den Rest dürfen dann die Vögelchen essen. Bei den etwas jüngeren Reben auf der anderen Seite habe ich genau dasselbe gemacht und habe alle Triebe gerade angebunden. Wenn ihr wissen wollt, wie es auf dem Weinberg aussieht, dann schaut mal in das Video, habe ich euch unten verlinkt, von Schloss Proschwitz rein. Übrigens binde ich den Wein mit diesem Klettband hier an. Das ist super praktisch, könnt ihr auch machen. Jetzt sieht es hier etwas ordentlicher aus und das wird uns hoffentlich beim Winterschnitt helfen. So sieht es jetzt hier aus. Die Trauben haben sich hier schon gebildet und haben genug Licht. Die Trauben haben wirklich viele Beeren dran. Das ist ungefähr das 20-fache, was wir letztes Jahr hatten. So, das ist der Wein im Juli. Und da sieht man schon, überall sind die Trauben hier gewachsen. Da hinten kann man schon viele sehen. Da oben. Hier sind welche. Und hier natürlich ganz viele.
Dann hier unten, da sind welche. Dort, da sind auch noch welche. Dort unten. Hier ist alles voll mit Trauben. Ja, so sieht es jetzt leider aus, ne? Alles voller Mehltau. Man sieht ja auch an den Blättern. Hier ganz deutlich. Hier ist auch der Pilz schon dran. Das muss natürlich alles verbrannt werden, ist klar. Wir versuchen es jetzt vielleicht erstmal mit Sprühen. Auf der anderen Seite, die sind alle noch top okay. Und die haben so unfassbar viele Trauben angesetzt hier. Das ist einfach unglaublich. Hier alles voller Mehltau, ganz schlimm. Da, ach, da ist sogar noch ein grünes Heupferd. Hupsala. Das sind ja wirklich Da schon. kannst du schon ein paar davon essen. Guck mal, da ist schon eine richtig dicke. Ich habe jetzt erstmal alle Mehltaublätter abgeschnitten und dann wird das Ganze jetzt mit einer Essigbackpulverlösung eingesprüht, um auch den restlichen Pilz loszuwerden. Jetzt ist Januar und wir machen wieder gemeinsam den Winterschnitt. Los geht's. Wir hatten in diesem Jahr Mehltau und das sieht man hier auch noch leicht. Die Triebe könnten teilweise wirklich abgestorben sein. Das kann man so ein bisschen testen, indem man hier leicht dran schlägt. Wenn sich das hohl anhört, ist es tot. Also die scheinen am Leben zu sein. Wir haben übrigens in diesem Jahr unsere lang verschollene Super-Gartenschere von Wolf wiedergefunden, und zwar im Kompost. Das Video gibt es demnächst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diese Etage hier unten lassen wollen, weil es halt wirklich sehr dicht am Boden ist. Deswegen werde ich hier den Trieb komplett wegnehmen. Denn wir haben festgestellt, dass die Trauben hier unten sehr anfällig sind für Fäulnis, die sich dann auf den kompletten Weinstock überträgt. Hier ist ein Auge, hier ist ein Auge, hier ist ein Auge, hier ist ein Auge. Theoretisch würden die 3 hier schon ausreichen. Deswegen nehme ich den hier weg. Ich werde hier nicht die Weinbergtechnik anwenden, weil das hier nach wie vor ein Etagenwein ist, der nach oben orientiert ist. Auch dieser Trieb, der hier so rausragt, den möchte ich gerne weghaben, denn wir wollen stammnahe Triebe haben. Den hier würde ich auf jeden Fall gerne aufheben. Der hier kommt weg. Die kleinen Knospen hier werde ich auch ausbrechen. Und der hier wird auf 1, 2, 3, 4 wird auf 2 Augen zurückgeschnitten. Hier ist ein kleiner schwacher, den schneide ich weg, genauso wie diese ganzen kleinen Knospen, die hier ringsrum sind. Die brauchen wir alle nicht. Die können natürlich neue Triebe für das neue Jahr hervorbringen, die dann kräftig sein können, aber ich würde gerne diesen hier weiter fördern. Hier haben wir einen Austrieb und hier ist der zweite und hier wird abgeschnitten. Wir sind ziemlich glücklich, dass hier in der kahlen Mitte was rausgekommen ist und man sieht auch schon die ganzen Knospen, die sich hier rings um den Austrieb neu gebildet haben. Das heißt, den hier werde ich auf jeden Fall einfach stehen lassen, damit hier wieder was Neues rauskommt und das hier hinten wird abgeschnitten. Und die stammfernen Triebe werden wir natürlich abschneiden. Jetzt haben wir noch 3 Triebe übrig und ich werde diesen und diesen stehen lassen. Die habe ich jetzt auf 2 Augen zurückgeschnitten und jetzt geht es um die oberste Etage. Hier würde ich gerne den komplett rausnehmen, um das Ganze langsam gerade zu rücken. Ihr könnt das gerne nochmal anschauen, wie das sich über die Jahre entwickelt hat, in den bisherigen Weinschnittvideos. Die sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt haben wir hier einen, der geht gerade nach oben. Das ist natürlich ein schöner Trieb, um das Ganze gerade zu machen, aber der ist hier an der falschen Stelle. Das heißt, der kommt eigentlich erstmal weg. Hier geht auch noch einer nach oben, der hat schon eher Potenzial für diesen Job. Und auch hier kann man wieder gut sehen, wie ein Stück direkt nach vorne geht und weg vom Stamm. Das ist natürlich nicht so toll, deswegen nehmen wir uns ein paar von den Trieben, die weiter hinten angesetzt haben. Das sieht ganz schön kahl aus. Aber ich weiß, der treibt nächstes Jahr wieder mit Karacho aus. Nun kommen wir zur blauen Traube
Und da habe ich mir überlegt, die unterste Etage will ich nicht haben, die ist zu tief. Wie gesagt, die Trauben faulen eher und deswegen konzentrieren wir uns auf die oberen Triebe. Wir werden versuchen, die Triebe, die nach rechts gehen, zu stärken, damit die nicht zu sehr in die weiße Traube reinwachsen. Wir schauen einfach mal, wie es sich im nächsten Jahr entwickelt. Hier sieht es gelinde gesagt katastrophal aus. Und nach dem letzten Jahr muss ich ein Fazit ziehen. Die hat schlecht getragen, die hat schlecht getragen, die hat schlecht getragen, die hat gut getragen, die ist überhaupt nicht aus der Hüfte gekommen und die hat sehr gut getragen. Und deswegen werde ich diese hier ausgraben und diese 3 zurückschneiden mit den Techniken, die ich auf dem Weinberg gelernt habe. Das ist unsere erste Pflanze. Alle, die zu dieser Seite weggehen, werden abgeschnitten. Hier sind 2 rausgekommen, dann nehme ich natürlich den kräftigeren Trieb. Das wird unser neuer Haupttrieb im neuen Jahr. Übrigens lassen sich diese Klettbänder beim Abschneiden super wieder lösen. Das ist viel besser als die Drähte. Und von den beiden nehme ich sogar den hier noch heraus. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Die hat wahnsinnig viele Austriebe. Auch hier werde ich auf 2 Seitentriebe einkürzen. Das hier ist unser erster. Zu dicht dran, zu dicht dran. Der ist abgerissen hier, den wollte ich gerade als kräftigen Trieb nehmen. Vielleicht treibt er noch was Besseres aus im neuen Jahr. Hier ist der untere Ast und den oberen musste ich leider abtrennen, weil der abgerissen war. Aber ich kann den hier noch drehen, sodass der eine Seitentrieb hier nach links zeigt. Mit dem zweiten bin ich noch nicht ganz zufrieden. Wenn das dann einfach so stehen bleibt, wächst der ja nach außen, oder? Der dritte steht an einer ungünstigen Stelle, denn er ist viel zu dicht an den anderen dran. Deswegen werde ich mir da 2 Etagen im oberen Bereich aussuchen. Wie ihr sehen könnt, haben wir nur noch hier und hier oben einen Austrieb bei der zweiten Rebe und bei der dritten auch nur noch hier und hier. Und darauf werden wir uns dieses Jahr konzentrieren. Was sind das für Viecher? Die habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr die auch gesehen? Meisen mit weißen Köpfen. Und zwar ist das der aus Weinbast gedrillte Faden. Und der hat hier 2 Jahre lang bei jedem Wetter ausgeharrt. Und mittlerweile ist er ein bisschen brüchig geworden. Aber ansonsten hat er echt riesig große Stabilität, muss ich sagen. Also ist schon Wahnsinn. 2 Jahre bei den Bedingungen hier auszuhalten, ist echt enorm für einen Naturfaden. Wie man einen solchen Faden herstellt, erkläre ich demnächst in einem anderen Video. Bei der 4. Pflanze hatte ich ja schon gesagt, dass ich dieses Jahr die schwierige Entscheidung treffen muss, welcher von beiden Trieben überleben darf. Und ich habe mich für den hinteren entschieden. Zum einen, weil der vordere mit dem 3. Wein in Konkurrenz steht. Zum anderen kann ich den hinteren dann hier vorne an den Stab binden. Der wird im nächsten Jahr die richtigen Triebe bringen, die wir brauchen. Hier ist der erste gute Trieb. Damit ist jetzt von dieser Pflanze hier und hier noch ein Austrieb übrig. Und diese kleine Krüppelkiefer da unten, die wird jetzt rausgegraben. Hatte schon ganz schön tiefe Wurzeln. Mut zur Lücke. Sicherlich hätte diese Pflanze auch genug Kraft, beide Triebe zu versorgen, aber die letzten Jahre waren ziemlich trocken und da möchte ich auf Nummer sicher gehen und deswegen nehme ich den hier raus. Besser wäre es, wenn ich mehr nach rechts gewandte Triebe gehabt hätte, aber
was nicht ist, kann ja im nächsten Jahr noch werden. Also, los geht das Geschnippel. Ich habe das jetzt schon mal hier und hier festgebunden, damit es schön gerade wachsen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und einen netten Kommentar und vielleicht auch ein kleines Abonnement. Ist kostenlos. Und dann sehen wir uns hier und da drüben vielleicht auch bald im nächsten Jahr wieder, in Jahr 5 des Weinschnitts. Ciao, bis zum nächsten Video.